Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute möchte ich mit euch mal ein mobiles Klimagerät testen. Und zwar ist das hier dieses. Komm her. Es ist jetzt ziemlich warm, zumindest gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und wenn man ja im Dachgeschoss wohnt, wisst ihr ja selbst, da wird es noch heißer. Und ich habe mir gedacht, ja, wir können ja mal so einen kleinen Test machen. Ich organisiere mir so ein Gerät, was so um die 100 Euro kostet. Der hat hier 99,99 gekostet. Ist von Klarstein. Und das ganze Gerät schimpft sich Sky Shaper. Und wie dieser hier funktioniert, was man damit alles machen kann und ob er auch so einen Raum im Dachgeschoss überhaupt ja, etwas kühler bekommt, sehen wir uns jetzt hier gemeinsam im Video an. Also dann würde ich sagen, schauen wir uns das Gerät hier etwas genauer an und ich sage mal, auf geht's. Ja, den Kühler habe ich jetzt schon mal ausgepackt. Soll man eigentlich Klimaanlage sagen? Ja, so richtig ist das ja keine Klimaanlage. Und ja, weil das sehr unspektakulär wäre, wie gesagt, habe ich das schon ausgepackt. Da gab es sowieso nichts groß was zu sehen. Neben diesem Klimagerät hier haben wir dann noch ein Benutzerhandbuch dabei, einen Kühlakku, wofür der ist, das zeige ich dann auch gleich noch. Und wir haben auch eine kleine Fernsteuerung, damit man das Gerät auch aus der Ferne bedienen kann. Wir haben hier in den oberen Bereich so ein paar Anzeigen. Und zwar ist das ein LED-Display, was euch zeigt, was der gerade hier macht. Angefangen von einem langsamen Luftstrom über mittleren bis zum starken, Nachtmodus-Symbol, kühlen und ja, ich glaube, der dreht sich auch, das werden wir dann feststellen, also kann in mehrere Richtungen gehen. Ja, Eco-Betrieb. Auf der Oberfläche haben wir dann auch noch eine Touch-Bedienung. Da befindet sich dann hier, wenn man davor sitzt, links der On-Off-Button. Dann Geschwindigkeit einstellen, OSC, dann was für ein Modus der ist, Nacht, Tag. Ein Timer haben wir hier und hier, ob er jetzt kühlen soll oder einfach nur die Luft umwälzen im Raum. Kommen wir jetzt zur Rückseite und da haben wir hier nämlich auch noch was. Schnell die Klebestreifen hier abmachen. Da haben wir hier nämlich einen Filter. Den man natürlich rausnehmen kann. So. Und so. So sieht das gute Stück von innen dann aus. Das ist dann hier also der Filter, der dann auch Staubpartikel und sowas einfangen kann. Hier drin dann der Turmventilator. Und weiter unten haben wir einen Wassertank. Und in diesen Wassertank passen 3,5 Liter Wasser rein. Und der dient dazu, entweder die Luft zu befeuchten oder, wenn man auf den Kühlmodus stellt, halt den Raum zu kühlen, in dem man sich befindet. Und da kommt auf die Seite dann das Wasser rein, also ist eigentlich ganz komplett. Und wahlweise ist, um den Effekt der Kühlung zu stärken, kann man dann halt schon noch einen Kühlakku rein oder halt Eiswürfel mit ins Wasser geben, so dass das Wasser, was dazu da ist, dann den Raum dann ja bei sehr heißen Tagen angenehm kühlen zu können. Im Prinzip haben wir jetzt auch schon herausgefunden, wie dieser Luftkühler hier funktioniert. Sprich, kann als normaler Ventilator dienen, um die Luft einfach nur umzuwälzen oder sie zu kühlen. Dafür nutzt er das kalte Wasser und versprüht dieses dann in ja, ganz feinen Partikeln in die Luft und dadurch wird dann die Luft in den Raum, also zumindest sollte das so sein, dann gekühlt. Im Winter auch ganz toll als Luftbefeuchter natürlich. Und ja, ich würde sagen, ach ja, eins habe ich noch vergessen. Das ganze Ding steht auf Rollen. Was gibt es sonst noch zu sagen?
Das ganze Teil hier soll 60 Watt verpulvern, also laut Hersteller, und ich denke mal für so ein Gerät ja, eigentlich relativ wenig. Und die Lautstärke soll bis zu ja, 45 Dezibel betragen. Wie laut das dann ist, werden wir dann auch noch feststellen. Ich würde sagen, wir füllen jetzt hier Wasser in den Tank und dann schalten wir das Gerät hier einfach mal an. So, mit Strom habe ich jetzt das Gerät hier verbunden. Hat auch einmal gepiept und das Gerät zeigt, dass wir hier in dem Raum 26 Grad haben. War ja auch schon heißer. Heute ist der Tag nicht ganz so heiß wie die letzten, aber ich hoffe, wir kriegen trotzdem was gebacken. Wasser hatten wir aufgefüllt. Es gibt hier unten auch eine Anzeige für den Wasserstand. Maximum, Minimum. Ich habe jetzt Maximum. Ich habe jetzt auch nur kaltes Leitungswasser genommen. Ich hoffe, dass wir trotzdem einen Effekt erzeugen können. Dadurch ja, ich den Kühlakku ja noch nicht im Gefrierfach hatte. Und ich starte jetzt einfach mal. Also wir drücken auf Power und schauen mal, was passiert. Okay, er wurde kurz laut, jetzt wird er wieder leiser. Und wir schalten jetzt einfach mal auf Kühlen. Dazu den rechten ganz äußeren Knopf. Und wir kühlen. Es plätschert drinne. Und es kommt tatsächlich eine frische Prise hier raus. Wir können jetzt mal hier, ach, dieses OSC, das ist das Bewegen wahrscheinlich des Lüfters. Die Lamellen bewegen sich. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber es plätschert hier drin so leise. So, wir können jetzt mal die Geschwindigkeit erhöhen. Oh ja, das hört man doch schon ganz schön. Der steht jetzt ungefähr ja, einen Meter von dem Gerät weg. Und ich denke mal, man hört das Gebläse. Übrigens ist die Temperatur hier schon auf 25 Grad gefallen. Mal sehen, wie weit das noch runter geht. Wir gehen mal auf volle Kanne, also auf Maximum Speed. Schalten wir mal die Modis durch. Jetzt sind wir übrigens im Schlafmodus drin. Der nächste Modus wäre der natürliche Modus. Und da gibt es hier so Zyklen. Und zwar simuliert er dann so einen Windmodus, aber ob man das haben will, da wird er also langsamer, dann wieder schneller und je nachdem. Hier ist das dieses Zyklus hier aufgezeichnet. Das wäre also jetzt das Blatt. Dies da. Geschwindigkeit langsam, mittel, langsam, mittel, langsam, mittel, langsam und dann zwischendurch Pause und das geht bis hin richtig sturmmäßig volle Kanne. Also das sind dann unterschiedliche, ne? Je nachdem wie man dann startet, mit welcher Windgeschwindigkeit. Zum Beispiel fängt man mit der mittleren an, ne? Oder hier mit der höheren. Das andere wäre einfach der Schlafmodus, der Mond. Da sind wir jetzt drin, Beleuchtung geht aus. Und laut dem, im Schlafmodus wechselt die Windgeschwindigkeit über längeren Zeitraum in Etappen von hoch zu niedrig. Der Programmablauf hängt davon ab, welche Startgeschwindigkeit sie. Das ist ja auch bescheuert. Okay. Wir gehen jetzt mal wieder auf Normal. Ja, sind wir auf Normal, sind klein. Der Ventilator zeigt jetzt 24 Grad an. So, ich werde jetzt den Kühler hier, den Luftkühler, mal so eine halbe Stunde laufen lassen. Und wir gucken mal, wie man mit normales Leitungswasser, also kaltes Leitungswasser, die Raumtemperatur hier runterkriegt. Wir merken uns, 24 Grad sind es jetzt und ja, es ist jetzt bei mir auf der Uhr 16:46 Uhr und denke mal, wir sehen uns dann so 17:15 Uhr mal wieder und dann gucken wir mal, was die Anlage hier gebracht hat, beziehungsweise der kleine Luftkühler hier.
Ach, die Fernbedienung haben wir da gar nicht ausprobiert, aber hier ist genau dasselbe wie da oben auf den Touch-Tasten auch. Also da verpasst man nichts. Speed, Mode, Timer, ja, die Kühlertaste. Ich werde hier mal das OSC dazu schalten, damit er das in den ganzen Raum verteilt hier. So, funktioniert auch. Ist angegangen. Ja gut, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen. Ich stelle mal so hin, damit das auch optimale Wirkung ist. Und ja, 24 Grad, wir merken uns das und wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Oder ja, wir sehen uns gleich wieder. Für mich dauert das jetzt eine halbe Stunde. Also bis gleich. Wir haben es jetzt 17:16 Uhr. Es ist also jetzt eine halbe Stunde vorbei. Der Ventilator zeigt immer noch 24 Grad an. Und merklich kälter ist es hier nicht drin geworden in den Raum. Dazu müsst ihr wissen, dieser Raum ist ja, circa 19 Quadratmeter groß hier. Ist ein relativ großer Raum. Laut Beschreibung soll der 8,06 Quadratmeter die Minute schaffen. Also ein Luftstrom von 8,06 Quadratmeter. Ja, entweder ist der Raum zu groß oder aber, ja, das Ding taugt nichts. Nicht wirklich was. Ich meine, der Luftstrom, der ja rauskommt, ne? Der ist schön kühl, aber es reicht nicht, um momentan den Raum, wie soll ich sagen, wirklich zu kühlen. Es kann natürlich auch sein, dass das Wasser, was ich eingeführt habe, das ganz normale Leitungswasser, einfach nicht kalt genug ist, um die Luft noch kühler zu kriegen. Deswegen werden wir noch einen Versuch starten, und zwar eventuell morgen, weil ich ja den Kühlakku gerade erst in das Gefrierfach gelegt habe. Das heißt, ich will den auch richtig kalt haben und dann machen wir nochmal einen Test und dann werde ich entscheiden, ob sich dieses Gerät hier lohnt oder nicht, denn wenn sich das auch mit dem Kühlakku nicht ändert, dann kann man sich auch einen ganz normalen Ventilator, was weiß ich, für 30 oder 20 Euro hinstellen. Da braucht man nicht hier so ein Teil für 99 Euro sich organisieren. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen zum nächsten Versuch, und zwar mit dem Kühlakku in dem Wasser. Also bis dahin, erste Mal. Ciao. Jo, neuer Tag, neues Glück. Oder neuer Tag, neuer Versuch. Frisches Wasser habe ich. Der Kühlakku ist jetzt auch einsatzbereit. Einmal rein hiermit. So, mal sehen, wie lange das dauert, bis der Kühlakku seine Kälte an das Wasser abgegeben hat. Der Luftkühler wäre einsatzbereit und zeigt jetzt 25 Grad hier oben. Der ist sogar ganz angenehm eigentlich. So, mein anderes Thermometer zeigt dasselbe in grün. Und ich würde sagen, wir starten jetzt hier auch nochmal. Wir nehmen wieder mittlere Geschwindigkeit. Lassen den erstmal wieder eine halbe Stunde laufen. Vielleicht tut sich da was. Vielleicht ist auch eine halbe Stunde viel zu wenig. Wir werden mal schauen. Wir haben es jetzt 16:10 Uhr und wir starten das ganze Ding. Wir gehen auf Kühlen. Und machen mittlere Geschwindigkeit. Ach halt, wir haben jetzt... Ja, okay, das können wir machen. Speed. So. Jetzt bin ich natürlich... Oh, Moment. Jetzt bin ich aber auch gespannt, ob dieser Luftkühler hier nicht nur kühlt, wenn man davor sitzt, sondern ob er es eventuell auch schafft, ja, diesen Raum hier zu kühlen. Und wie ich gestern schon gesagt habe, beziehungsweise für euch dann halt vorher schon im Video, circa 19 Quadratmeter hat das Zimmer hier. Wir werden schauen, ob die Temperatur ein bisschen runtergeht. Von 25 vielleicht, wenn es gut kommt, auf 22. Wir schauen. Wie gesagt, halbe Stunde und wir sehen uns dann. So, eine halbe Stunde ist jetzt rum. Und ja. Ich glaube, was hatten wir? 25 Grad. Jetzt sind wir bei 23 Grad. Ja, und mein anderer hier, der zeigt immer noch 25 Grad.
Also bis jetzt sieht es nicht so aus, als wenn man damit wirklich einen Raum kühlen kann, sondern der ist einfach nur dazu da, dass man sich davor setzt und dann halt die frische Brise abkriegt. Aber so einen Raum hier zu kühlen, bis jetzt nada. Ich lasse den nochmal so, ja, sagen wir mal, nochmal eine Viertel bis halbe Stunde laufen. Vielleicht ändert sich da noch was. Und ja, ansonsten kommen wir dann zum Fazit. Also wieder, bis gleich. So, jetzt werde ich meinen Versuch hier abbrechen. Also es hat sich hier nichts getan in den Raum. Also im Raum kühlen mit so einem Gerät, was knapp 100 Euro oder was 100 Euro kostet, ist also nicht möglich. Das ist sehr schade. Die Bilder und der Text auf Amazon suggestieren dies, aber naja, gut. Ich meine, wenn man jetzt hier so davor sitzt, ne, so wie ich jetzt hier, dann ja, bläst der kalte Luft raus. Es reicht aber nicht, um einen Raum zu kühlen. Vielleicht kann man noch einen besseren Effekt erzeugen, einen besseren Kühlungseffekt, wenn man nicht nur einen Kühlakku reinmacht, sondern vielleicht 2, 3, je nachdem wie es passt, und das Wasser dann noch kühler wird. Das müsste man halt langfristig sehen, ob sowas dann doch besser wäre. Aber so jetzt mit den einen Kühlakku und dem kalten Wasser, Leitungswasser, ist da eher nichts. Deswegen würde ich sagen, wer seinen Raum kühlen will, der muss wohl oder übel zu einer richtigen Klimaanlage greifen. Und zwar eine dann halt mit Schlauch, weil so eine Klimaanlage, wenn ich das jetzt, ich hoffe ich erzähle das richtig, entzieht ja der Luft die Wärme und ja, dabei entsteht ja Kondenswasser, die muss ja raus, also Wasserdampf, gibt dann halt die kalte Luft dann wieder in den Raum ab. Bei dem ist das ja eher so, soll das ja funktionieren, dass man halt unten den Wassertank hat und da kann man dann noch einen Kühlakku reinmachen, damit das Wasser kälter wird. Wie dem auch sei, das einzigste Gute, was hier ist, den kann man dann halt, wenn man nicht kühlt, halt noch in ja, sehr trockenen Räumen die Luftfeuchtigkeit verbessern. Aber ob es das Geld wert ist, weiß ich auch nicht. Also, wenn ihr euch überlegt, sowas zu holen, denkt darüber zweimal nach, weil ich denke mal, dann reicht ein günstiger Ventilator allemal zu. Mehr macht der hier in meinen Augen hier auch nicht. Ja, das ist jetzt mein Fazit. Ach so, was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man den Tank rausnimmt und da ist noch Wasser drin oder da war Wasser drin und man nimmt da raus, dann läuft von der Pumpe, also von dem Schlauch, das Wasser nach und das wird eine echt Sauerei. Kommen wir jetzt aber zum Schluss mit diesem Video hier. Ich kann ihn gerne in die Videobeschreibung setzen, wer es möchte. Ansonsten, wie gesagt, so richtig empfehlen kann ich das Teil nicht. Und deswegen kriegt es nicht einen Daumen nach oben von mir, sondern eher hält sich so die Waage. Ja, wie dem auch sei, wir sind jetzt durch mit dem Video. Ich hoffe, es war informativ für euch. Und wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr dürft mich gerne abonnieren, wenn ihr das nicht schon habt. Und ansonsten sage ich erstmal, Leute, macht's gut. Und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Dann, ciao!